Servus Leute, Matti hier von Outdoor Kitchen. Toll, dass ihr wieder zuschaltet. Ja, wer guten Schinken mag, für den lohnt sich dieses Video ganz besonders, denn ich werde Schweinefilet kalträuchern. Ja, das Kalträuchern, das ist ein Prozess, der zieht sich über mehrere Wochen. Ich werde euch von Anfang bis zum Ende alles zeigen. Das heißt, vom Parieren des Fleisches über den Pökelvorgang, das Kalträuchern, Abhängen, den Reifeprozess. Ja, so ein leckeres Schweinefilet, sowas könnt ihr gar nicht im Laden kaufen. Das Zeug, was da hängt, ist meistens heiß geräuchert, einen begrenzten Zeitraum nur haltbar. Ja, lasst euch mal überraschen. Also wie gesagt, das Ergebnis, das wird spitzenklasse. So, das Schweinefilet kommt jetzt in den Kühlschrank. Man sagt pro Zentimeter Dicke des Fleisches einen Tag. Ich werde mal so 5 Tage veranschlagen. Der ganze Vorgang nennt sich Trockenpökeln in Eigenlake. Ja, manche vakuumieren das Fleisch, meiner Meinung nach nicht notwendig. Das klappt mit Frischhaltefolie genauso gut. Ja, was ich noch sagen wollte, nehmt frischen Knoblauch, nicht dieses Granulat oder sonst irgendwas. Frischen Pfeffer, 35 Gramm Nitritpökelsalz pro Kilo Fleisch und das Ganze wird gut. Ja, was passiert jetzt? Wie gesagt, das Fleisch lässt jetzt Wasser, das wird dann im eigenen Saft gepökelt. Ja, nimmt wunderbar dieses Knoblaucharoma auf. Es findet ein Umrötungsprozess statt. Okay, dann sehen wir uns in 5 Tagen wieder. So, das Schweinefilet habe ich jetzt 5 Tage trocken gepökelt in Eigenlake im Kühlschrank. Ich denke, das ist jetzt gut. Ja, der Umrötungsprozess hat gut eingesetzt. Wir werden das jetzt aufpacken. Und was ich dann noch machen werde, ich werde das ungefähr eine Stunde lang wässern und das Wasser dabei mehrmals wechseln. Warum? Einfach nur, damit das Salz noch ein bisschen rausgeschwemmt wird. Soll ja kein Salzklumpen werden, sondern mehr so eine Art Nussschinken mit leichtem Knoblaucharoma. Deswegen tun wir das jetzt noch mal so ungefähr 1-2 Stunden in Wasser rein. Und ja, was wir dann noch machen können, ist gerade nach dem Pökeln lässt sich das Fleisch noch mal wunderbar parieren. Also wenn ihr wollt, könnt ihr noch, wenn noch Silberhaut oder sowas dran sein sollte, das könnt ihr mit einem scharfen Messer ganz toll und ganz einfach abkriegen. Boah, riecht voll gut nach Knoblauch hier. So, ja, ich werde die Kollegen jetzt 2 Tage an die frische Luft hängen, damit sich der Salzgehalt reguliert, damit das Fleisch nochmal Wasser und Feuchtigkeit verliert. Der ganze Prozess nennt sich Durchbrennen. Das ist ganz wichtig, dass ihr das Fleisch trocken räuchert, weil wenn ihr feuchtes Fleisch in den Gefrierschrank, in den Räucherschrank tut, dann steigt die Feuchtigkeit auf, steigt quasi an die Decke des Räucherschranks, dann tropft Ruß oder möglicherweise noch Rost auf das Fleisch. Das wird ungenießbar und sieht total unappetitlich aus. Das sind alles Erfahrungen, die ich mal gemacht habe. Also lieber mal einen Tag länger hängen lassen. Ja, und in 2 Tagen starten wir dann den ersten Räuchervorgang. Ja, das wird ein super Schinken, das könnt ihr mir glauben.
So, das Schweinefilet, das hat jetzt seinen ersten Kalträuchervorgang hinter sich. Das war 8 Stunden im Rauch, dann habe ich es ungefähr nochmal 12 Stunden abhängen lassen. Jetzt kommt es wieder in den Rauch und wie ihr seht, die Oberfläche, die ersten Rauchablagerungen haben sich schon festgesetzt in der Oberfläche. Ja, wie gesagt, der Rauch tut das Fleisch nicht nur aromatisieren und der tut quasi auch so einen Schutzfilm drumlegen. Dadurch wird das Fleisch konserviert. Ja, jetzt starten wir den zweiten Kalträuchervorgang. Dann muss das Fleisch wieder einen Tag durchbrennen und dann zeige ich euch wieder, wie das aussieht. Das verändert sich immer von Tag zu Tag und jetzt kommt es erstmal wieder in den Rauch. So, von der Konsistenz ist es schon fast gut. Es sollte sich so ja, mittelfest anfühlen, nicht zu weich, nicht zu hart. Ja, die Farbe, die ist noch ein bisschen blass. Ich denke, 2 Räuchergänge werden wir noch brauchen. Riechen tut schon mal richtig, richtig gut. Mm. Und ich schenke es jetzt noch mal für 8 Stunden in den Räucherschrank. So, dieses leckere Rinderfilet. Ja, dieses leckere Schweinefilet habe ich jetzt 5-mal geräuchert. Jetzt will ich auch endlich mal wissen, wie es schmeckt. Ich bin total gespannt darauf. Ich lasse es noch ein paar Wochen reifen, dass es noch mal ein bisschen Flüssigkeit verliert, dass es nachreift. Klar, je weniger Wasser, desto mehr Geschmack. Aber trotzdem werden wir das jetzt mal anschneiden. Ich bin total gespannt, wie es aussieht, wie es schmeckt vor allem. Ihr sicherlich auch. Ja, dann will ich mal probieren, was ich da fabriziert habe. Ich kann euch nur sagen, ganz ehrlich, mir fehlen die Worte für diesen. Fabelhaft, einfach nur fabelhaft. Man merkt da die leichte Knoblauchnote. Ja, wie ihr seht, Schweinefilet kalträuchern ist gar nicht so schwer. Und ja, ich werde da nochmal eine Lage machen. Ja, ich habe jetzt mal 3 Stück fürs Video gemacht, aber ich werde dann bestimmt nochmal 10 Stück räuchern und dann schön vakuumieren und einfrieren. Ja, dass man halt einen Vorrat fürs ganze Jahr hat. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich räuchere unheimlich gerne. Das ist ein Hobby von mir seit langer Zeit und ich werde auch andere Videos machen. Hauptsächlich geht es ums Kalträuchern. Lasst euch da mal überraschen, was da noch folgt. Ja, ansonsten hoffe ich, ja, vielleicht hat der eine oder andere auch nochmal einen Tipp für mich. Ich bin für Tipps auch immer dankbar. Der kluge Mensch lernt ja nicht nur aus seinen eigenen Erfahrungen, sondern auch aus den Erfahrungen anderer. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch oder teilt das Video und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ja, ansonsten haut rein, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal.